Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vollmassiv, der Gitarrenpodcast. Dieses Mal eine Spezialfolge mit einem Special Guest. Vielen Dank, Nick, dass du uns hier, ich wollte schon sagen besuchst, aber wir haben dich ja besucht. Ja. Und da möchte ich nochmal anmerken, dass wir uns ja vor gar nicht allzu langer Zeit, 1-2 Wochen ist es ja erst her, sowas, ja. auf dem Ibanez Guitar Festival getroffen haben. Und wir haben sofort einen Geek-Talk, einen Nerd-Talk geführt. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du uns hier eingeladen hast in deine Werkstatt, in deine Heimstätte hier. Ja, sehr gerne. Also. Wo wir diese Spezialfolge drehen können. Und da möchte ich eigentlich direkt mal mit einer Frage einsteigen, weil, beziehungsweise noch ganz kurz darauf verweisen, weil wir haben schon einen kleinen Rundgang hier gedreht in der Werkstatt und ein paar Themen haben wir angeschnitten. Wir haben oben deinen alten Videoraum und Studio haben wir gesehen und das Video ist natürlich hier oben verlinkt. Und jetzt komme ich direkt schon zur Frage, warum hast du dich eigentlich, weil das ist ja auch das Thema der heutigen Folge, Gitarrenbau, Gitarrenreparatur. Wie bist du dahin gekommen? Weil die meisten haben ja, wenn sie zur Gitarre kommen, haben sie ja immer dieses Rockstar-Bild oder bei mir jetzt Studium, Gitarrenlehre, Bühne, Abfahrt. Also bei mir ist es tatsächlich, das war ja alles nicht wirklich so geplant. Also meine Eltern haben meinem Bruder und mir ermöglicht, klassisch Klavier zu lernen. Das habe ich angefangen, da war ich 7. Und mit 12 hat mir mein Papa meine erste Gitarre geschenkt zum Geburtstag. Ich weiß noch heute, wie sie riecht. Weißt du? Also ich wusste, wo sie versteckt war. Sie war im Schlafzimmer hinter der Tür, weil ich habe es gerochen. Ja. Ich war mit ihm im Musikgeschäft und hatte mal, ja, guck doch mal, wie gefällt dir das? Und dann habe ich die zu meinem 12. Geburtstag geschenkt gekriegt. Und dann ging es halt los. Also dann war es vorbei. Seitdem nicht heilbar, durch alle Instanzen gegangen. No way, ja. Dann habe ich tatsächlich Abi gemacht, studiert, Musikwissenschaften studiert zum Schluss und in meinen Semesterferien ein Praktikum beim Gitarrenbauer gemacht. Und der damalige Ausbildungsmeister Tom Launhardt, großartiger Typ, leider nicht mehr unter uns, ja, hat gemeint, Nick, also wenn du Lust hast, hier Ausbildungsvertrag. Traum, ja. Weil ich habe schon mit 16 so meine ersten Gitarren in der Projektschule oder in Projektwoche in Schulen irgendwie zusammengebastelt. Meine Eltern waren not amused. Die fanden das gar nicht so geil. Ja. Also, und seitdem bin ich in dem Business. Ich habe dann die Lehre gemacht. 97 habe ich meinen Gesellen gemacht. Dann habe ich 3 Jahre eigentlich nur Musik gemacht, weil ich so ein bisschen... ich wollte halt so ein bisschen das Leben feiern und hatte 3-4 Bands und war halt dementsprechend unterwegs. Aber der Ursprung war, wie wahrscheinlich auch den Leuten, die jetzt zugucken, immer irgendwie ein Stück weit die Musik, ob man sie jetzt hört, ob man sie jetzt macht oder ob man dafür Werkzeuge baut und repariert, so wie ich. Die Musik ist die Wurzel allen Guten, sage ich jetzt mal nicht böse. Das, was du ja auch sagst, was uns ja auch alle verbindet, abseits von Firmennamen, abseits von irgendwie Markennamen oder anderen Sachen, ist das Instrument, die Musik. Und das, was uns ja auch ausmacht in der Hinsicht. Ja. Die Philosophie auch schon allein, was du jetzt gesagt hast, dass es halt mit 12 angefangen hat und dass es dann, wie es halt damals so war, man hat sich immer erst ein bisschen was zusammengebastelt und dann kam die Lehre, mach mal. Also es war halt so, ich meine, ich war da schon immer so ein Eigenbrötler. Also weißt du, meine Freunde, die haben ganz andere Interessen gehabt, die haben halt Fußball gespielt und so, aber mein Bruder und ich, wir haben halt Musik gemacht. Also wir haben so eine kleine Band, zu zweit im Wohnzimmer, bis der Nachbar die Polizei ruft. Also das war halt auch einfach so, ja. Also wir haben immer so lang gespielt, wie wir konnten. Und dann haben wir halt, er hat sich dann also in die Hip-Hop-Richtung Studio-Producer entwickelt. Und ich bin dann halt im Handwerk gelandet, ja, und habe trotzdem immer noch nebenher irgendwie so meine Musik gemacht und hat mich immer auch in nicht so guten Tagen meines Lebens mental über Wasser gehalten, also die Musik. Es ist ja auch das, was, du hast ja auch beides ein bisschen. Du hast ja das Spielerische und natürlich das Handwerk. Ja. Und wir hatten da ja schon drüber gesprochen und das ist ja auch meine Ansicht und auch deine Ansicht, dass es auch ein Kunstwerk ist und eine Kunstform das Handwerk, was ja nicht nur, natürlich, wie der Name schon sagt, Handwerk, ich baue oder ich repariere Instrumente, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Es ist die Kunst und es ist ja auch das, was einen erfüllt und deswegen finde ich es sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen, um halt auch diese Seite kennenzulernen.
weil darüber hatten wir, das war eines unserer ersten Gesprächsthemen, als wir uns kennengelernt hatten, diese Angst vor Gitarrenreparaturen oder Gitarreneinstellungen. Ich kenne das, wir haben ja bei uns beim Store ja auch, ich nenne sie immer Götter, was die alles, wo die mir schon den Arsch gerettet haben. Ihr seid auch, das ist unfassbar, was ich auch bei dir in den Videos gesehen habe. Allerdings habe ich mich selber dann auch ertappt beim Gespräch mit dir, die Einstellungen zum Beispiel von dem Hals oder die Seitenhöhe, dieses Voodoo, was dann ja manchmal so verbreitet wird. Ja, das ist ja so eine Sache, habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, also das nicht zu entzaubern, aber also die Kirche im Dorf zu lassen. Also alles, was wir so machen, ich sage jetzt mal wir Handwerker, Gitarrenbauer und Gitarrenbauerin, das ist Handwerk. Also das ist keine Zauberei, wir besitzen da jetzt keine magischen Kräfte oder sowas. Und wenn du das alles runterbrichst, ist das alles physikalisch erklärbar. Schönes Beispiel, Halsstab. Schlüssel oder Halsstab einstellen, da ist ja irgendwie sofort hier, denkst du hier, der 3. Weltkrieg bricht aus, ja. Also da haben alle irgendwie mordsmäßig Angst. Ich habe wirklich tatsächlich extra mal ein Video drüber gemacht, das nennt sich Busting the Myth. Und da habe ich, weil ich habe 30 Jahre an Gitarren rumgeschraubt, also ich habe 20.000, 30.000 Gitarren repariert in meinem Leben, ungefähr. Mir ist noch nie ein Halsstab gerissen. Also wenn es jemandem passieren sollte, dann jemand, der das in so einer Masse macht wie ich. Ja. Das hat nichts mit meinem Talent zu tun. Es ist halt einfach nie passiert. Und dann wollte ich den Dingen halt auf die Spur gehen. Und das ist jetzt vielleicht auch so mal ein ganz netter Bericht, wie so meine Videos entstehen, also diese Reparaturvideos. Ich habe da wirklich einen physikalischen Versuch draus gemacht. Ich habe mir Drehmomentschlüssel von meinem Fahrradschrauber geliehen und habe halt einfach geguckt, wann bricht denn das Ding? Ja, weißt du, so mit dickem Overall-Platz irgendwie Metallspäne durch die Gegend fliegen mit meinem Mopedhelm, damit ich nichts ins Auge kriege. Und das Ding ist einfach nicht gerissen. Also, die Mutter ist irgendwann mal, hat den Geist aufgegeben. Das ist das, und ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du Angst vor irgendwas hast, weil da kannst du mal davon ausgehen, dass du das nicht anfasst, ja. Also du kommst gar nicht in die Lage dazu, deine Erfahrung zu machen. Ist es denn wirklich so schlimm? Ja. Ist es nicht. Ja. Du kriegst einen Halsstab mit den ganz normalen Allen-Keys, mit den Imbusschlüsseln, vor allem mit der kurzen Seite, nicht mal ansatzweise dazu, dass der nur darüber nachdenkt, sich das da jetzt mal zu entspannen und dir irgendwie einen Haufen finanzieller Kosten zu bereiten. Nein, also ist ein bisschen so mein was heißt Auftrag? Also ich komme ja aus dem Reparaturbereich in Musikläden. Ja. Also da kommen Leute rein, haben ein Problem. Ich erkläre denen das, was ich denke, was zu tun ist. Und ich habe so viel erklärt, dass ich irgendwann mal einfach ein Video gemacht habe, wie man einen Sattel macht. Ja. Also wenn mich Leute gefragt haben, was kostet denn da jetzt so 80 € an einem Knochensattel? Dann habe ich gemeint, ja, guck dir das Video an. Und dann ist die Frage eigentlich beantwortet, weil wenn du einen gescheiten Knochensattel machen willst, dann dauert das halt nicht 10 Minuten, sondern wenn es dumm läuft, halt 1,5 Stunden. Ja. Also ich wollte eigentlich den Leuten zeigen, wie lange das wirklich dauert. Dadurch sind diese Videos entstanden. Ja. Und die fühlen sich dann auch besser. Also wenn ich jetzt mein Auto irgendwo abgebe und ich habe keine Ahnung von, ich muss jetzt Kolbenringe wechseln oder sowas, ja. Und ich denke mir so, oh Gott, was macht der da? Aber du hast da so ein Video, da guckst du dir das an und denkst du, ja, okay, das dauert einen halben Tag, okay, dann kostet das halt jetzt irgendwie 700 €, ist halt so, ja. Ich wollte das den Leuten erklären. Daraus ist dann halt ein richtiger Boom entstanden, was ich vorher nicht irgendwie abgesehen oder nicht geplant habe. Also das ist einfach passiert. Ja. Dieses Verständnis auch und die Sichtbarkeit des Berufs, dass dann halt auch, wie du halt schon sagst, es ist also der Sattel, das kleine Ding, wo die Seiten oben am Anfang der Kopfplatte halt aufliegen. Es ist ja Millimeterarbeit und halt, wie du schon sagst, wirklich so ein Fitzelchen am Material, was so viel Arbeit beansprucht und so eine Genauigkeit und ja so viel Klang ja auch ausmacht. Und für die Bespielbarkeit vor allen Dingen. Ja, für die Bespielbarkeit. Das, was sich anfühlt, wir hatten es vorhin, wenn eine Gitarre, die kann ja noch so schick sein. Die Frau kann noch so schön sein, wenn sie nicht nett ist und irgendwie, dann hast du da keinen... Der erste Berührungspunkt, da hatten wir ja gesagt, wenn man ein Instrument von der Wand nimmt und ich packe es meistens dann am Hals an, manche die patschen dann so auf den Korpus, aber wenn wir sie am Hals packen und runternehmen und ich merke schon im Weg vom Haken runter in meinen Schoß, nee, das ist nichts. Ja. Wie du sagst, es kann noch so schön sein. Also natürlich ein sehr schönes Instrument, das ist natürlich dann Vorteil, wenn es noch super wunderbar klingt und super bespielbar ist.
aber vielleicht auch eins, das optisch ein paar Ecken und Kanten hat. Gibt es ja auch ein paar, die auf Relic-Sachen stehen. Ja. Also sehr, sehr viele. Ich bin ja einer eher, der sagt, ich mache mir selber dann meine kleinen Dances in die Gitarre rein. Ja. Es geht ja um die Bespielbarkeit. Und Primär. wenn ich jetzt nochmal die Brücke zurückschlage auf die Reparaturen, natürlich hier jetzt bin ich froh, dass du hier sitzt und den Zuhörern die Angst nimmt vor gewissen Einstellungssachen. Nennen wir sie mal Einstellungssachen, Ja. nicht unbedingt Reparaturgeschichten. Es gibt ja auch, also wie gesagt, man muss nicht Gitarrenbauer sein oder muss nicht auf einmal irgendwie ein Kfz-Mechatroniker sein. Dafür gibt es dich ja oder die Jungs bei uns beim Store. Genau. Dass man halt solche Sachen, wenn halt wirklich mal was passieren sollte, ein Kopfplattenbruch oder sowas. Ja. Also wer kann denn sowas Ja. normalsterblicher reparieren? Dafür gibt es ja auch die Lehre und das, was du gelernt hast und die Erfahrung. Aber so kleine Einstellungssachen merke ich auch selber, finde ich dann schwierig, wenn ich da mit Gitarristen rede, an der Hochschule oder an anderen Orten, wo ich dann sage, so, ja, die Seitenlage ist bei dir, da kann ich ja von hier aus einen Burger runterschieben. Ja, da gehe ich nicht ran. An die Sattel gehe ich nicht ran. Aber guck mal, das ist total cool, dass du das ansprichst. Also meine ganzen Videos auf YouTube, diese langen, das sind super komplizierte Sachen. Das ist nichts, was man einfach so nachmachen kann. Nicht, weil ich die Leute verärgern will, sondern weil meine Idee ist, ich zeige den Leuten, was machbar ist. Also das sind so Dinge, wo so, is it possible, weißt du, so. Brrr. Das Entertainment ist da. Ja, und dann am Ende funktioniert das Ding, ja. Und das hat natürlich eigentlich keinen wirklich großen Mehrwert für die Zuschauer, ja. Also außer dieses, oh krass, das geht doch, ja. Und dann nur mit der Hand, oh krass, ja. Und ich habe schon lange, weil du jetzt irgendwie so Seitenlage und sowas geplant, so ein Gitarre-Setup-Tutorial zu machen, ja. Und da gibt's tatsächlich auch ein riesen Wulst von Halbwissen und Mythen und was auch immer, ja, was den Leuten einfach so die Arme hinter den Rücken festhält, weil sie sich denken, Gott, ich darf das nicht machen. Also das geht schief. Aus diesem Grund habe ich tatsächlich vor 2 Wochen habe ich das fertig vom Cutter bekommen, ein professionelles How to Set Up Your Guitar Video gemacht in Englisch, wo ich die Leute durchführe, ja, und ich erkläre auch am Anfang, dass du kein Gitarrenbauer sein musst, um ein passables Setup hinzukriegen. Ja. Das Allerwichtigste ist, also auf Englisch die Running Order, der Ablauf. Weil wenn du da ein paar Sachen nicht in dem richtigen Ablauf machst, kommst du in so eine Situation, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also es ist wie, wenn du wenn du so einen Vergaser von einem Moped zerlegst und du weißt jetzt nicht mehr, wo ist denn jetzt die Leerlauftour? So, oh Gott, ich werde verrückt, ja? Aber wenn du da jemanden hast, der dir sagt, und hey, guck mal, ich mache das 30 Jahre. Guck mal, ich habe 20.000 Reparaturen gemacht, ich habe in Läden gearbeitet, da habe ich am Tag, jeder Kunde, der reinkam, hat von mir ein frisch gesetuptes Instrument gekriegt. Ja. Also stellenweise habe ich die Seiten gewechselt. Da kannst du gar nicht zählen, ja. Weil ich halt auch diese Jobs in den Läden gemacht habe, halbtags, ja. Und dann hast du halt auch so eine gewisse Routine, dass du manchmal allein schon vom Anschlag von dem Kunden siehst, so, der braucht halt den Relief, da müssen wir hier ein bisschen, wenn du dann so Schrabbelmarken hier oben hast, dann weißt du, dass du mit den Bassseiten, weil der Drops spielt und sowas, wie du da agieren musst, ja. Aber es ist keine Kunst. Das ist pures Handwerk. Ja. Und natürlich ist das auch alles ein bisschen Business und jeder will so seine Produkte verkaufen. Weißt du, es ist sinnvoll, da irgendwie so ein Lineal zu haben, was dir die Seitenhöhe einstellt. Du kannst es aber auch mit Plektren machen. Also du musst da jetzt nicht irgendwie 20 € für so eine Einstelllehre ausgeben. Du kannst es einfach mit Plektren machen. Der Oliver Lohmann hat mal ein tolles Video drüber gemacht, wo ich mir gedacht habe, ja genau, darum geht's doch. Zeig den Leuten das. Wenn die dann wirklich ins Studio gehen, ja, und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dann gehen sie doch trotzdem zum Gitarrenbauer ihres Vertrauens, der auf Setup spezialisiert und sagen, hör mal zu, wir gehen ins Studio, hier hast du meine Äxte, stell das mal ein, ja. Aber wenn du dann auf der Bühne stehst und in der Bredouille bist, dass das Ding scheppert und du musst jetzt auf die Bühne, was machst du dann? Ja. Geht nicht, ja. Also aus diesem Grund, ihr müsst da nicht Angst haben, da kannst du auch eigentlich nichts kaputt machen. Das Ding kann eigentlich
in der Regel nur noch unspielbar werden oder einfach scheppern wie Hund. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass die Bünde dann auf einmal rausfallen. Oder es ist ja nicht so, dass du das Ding irgendwie verbrennen musst. Also keine Angst, keine Angst. Es sind nur Schrauben, es ist Physik, Mathematik, mehr ist das nicht. Ja. Klar, so. Ja. Und wie gesagt, also falls mal was passieren sollte, dafür gibt es ja dich oder die Jungs. Richtig, ja. Ja, aber es ist halt, wie du halt schon sagst, Handwerk und dann das, was du mit den Videos, mit den langen Videos ja gemacht hast, was alles machbar ist. Aber dieses Halbwissen finde ich auch, wie soll ich sagen, jetzt nicht gefährlich, aber schon etwas schade, dass sowas halt rumkursiert und Leute davon abhält, zum einen die Gitarre einzustellen, aber zum anderen auch generell das Gitarre spielen und das Bewerten von Instrumenten, die dann gesagt haben, ich habe gehört, dass... Wir hatten ja über Les Pauls gesprochen. Ja. Du bist ja ein Riesenfan von Les Paul und Tele. Strat jetzt nicht so bei dir. Du versuchst es immer, aber... Ich gebe mir Mühe mein Leben lang, aber es ist nicht... selbst auch eine gebaut, also mehrere, aber irgendwie... weiß nicht. Ja. Es kommt, dass wir Leute bei uns haben, zum Beispiel im Custom Shop, erzähle ich dir mal von einem Kunden, der wollte unbedingt gut, das war jetzt... Hier einer aus den 60ern, eine Les Paul, und hat gesagt, die ist bedeutend besser als 59er. Mhm. Und dann hat er gehört, dass die so und so klingen sollen, hat gehört, dass das so und so. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich ihm 2 59er gegeben, muss ich zugeben, um ihn zu verarschen, zu zeigen, wie doof du bist, du kannst noch nicht mal da den Unterschied merken, sondern einfach zu zeigen, dass was er mir beschrieben hat von seiner Spielweise, auch einfach einen 59er haben möchte, aber halt viel gehört hat und sich einreden lassen hat. Was halt auch mit einreden lassen, von wem, geh bloß nicht an die Seitenlage ran, geh bloß nicht an das und das ran. Vor allem jetzt, du hast bestimmt auch Know-how und Gitarrenwissen, wenn wir auf 58er und 59er Les Pauls jetzt mal schauen. Da hast du ja schon mal kurze Sachen angeschnitten. Ja, ich meine, du kannst dich da ja also irremäßig verlieren, ja. Weißt du, es ist ja so ein bisschen wie, wenn ich irgendwas mache, ich bin ja auch ein Nerd, also ich bin ja da auch nicht, ich bin ja auch da total empfänglich für. Ja. Ich muss mich dann immer auf die Basis zurückschrauben. Und meine Frage ist immer, Nick, wann hast du das letzte Mal auf dem Hocker gesessen und mal Gitarre gezockt? Ja? Gut, ich meine, ich habe natürlich auch immer viel zu tun als Selbstständiger. Das sollte immer die Basis sein, ja. Und um sich diese Augenblicke des Gitarrenspielens dann irgendwie so schön wie möglich zu gestalten, ist das absolut legitim, da irgendwie so rumzuwildern und hier die 60er und die 58er, 59er. Wenn du mir jetzt 58er, 59er ansprichst, das muss ja dann auch, also manchmal artet es dann halt immer in so eine Parteienfraktion aus. Also dass alle 59er keine Ahnung haben und die 58er Spieler die Ahnung haben. Ja. Ich meine, seid da mal entspannt, das ist halt einfach nicht so, ja. Und ich sehe das halt eher als Bereicherung. Ein ganz einfaches Beispiel, und das wird jetzt wahrscheinlich keiner von euch jemals gehört haben. Ich wollte da auch mal ein eigenes YouTube-Video drüber machen, auf Englisch, um das einfach mal zu erklären. Es liegt an den Holzarten. Also ich meine, eine 58er und eine 59er hat eigentlich die gleiche Basis. Viele sagen, der 58er Hals ist dicker. Das mag sein. Ja, ich habe auch schon Original 58er repariert, der war überhaupt nicht dick. Also der war nicht dicker als Custom Shop 59er jetzt ist. Ja. Ja. Aber das Mapletop ist entscheidend bei diesen 2 Instrumenten. Und da ist es jetzt auch nicht, das eine ist besser, das andere ist schlechter. In der Regel hast du wenn du sehr starke Flammen hast, wird Feldahorn benutzt. Also stellst dir so vor, Ahorn auf dem Feld, ja, das Flüsschen hier, kann schön schnell wachsen. Ja, der hat eher die Tendenz dazu, es ist ja eine Holzkrankheit, diese Flamme, also diese nicht geraden Jahresringe sind eine Holzkrankheit. Wenn du die aufsägst, kriegst du halt diese Flammenstruktur. Also der wächst da so vor sich hin, ja. Sein Kollege, der Bergahorn oben auf dem Karwendel, oder kurz unten, der braucht, ich sag mal, die doppelte Zeit, um den gleichen Umfang zu kriegen, ist dementsprechend enger gewachsen. Du hast immer diese dunklen Jahre, das sind die Winterjahre, ja. Da passiert nicht viel im Baum. Und die hellen Jahre, das sind die Sommerjahre, ja. Und wenn du jetzt eine Periode hast, wo du super geile Sommer hattest, ja, dann wächst das halt, ja. Dementsprechend ist der eine härter und der andere weicher, ja. Da gibt es noch eine andere Unterscheidung unter Splintholz, aber das würde jetzt zu weit führen. Keep it simple jetzt. Also du hast halt eine harte Decke, eine härtere Decke. Ja.
die aber in der Regel diese Flammung nicht kriegt. Oder wenn, dann ist die nicht durchgehend, also nicht optisch so schön. Ja? Und du hast diese brutalst durchgehenden Flammen, die eigentlich so die meisten von uns sehr, sehr gerne auf ihre Gitarre haben. Und der Anteil des Ahorntops auf einer Les Paul, man denkt immer, das ist nur so dünn. Nein, das ist total fett. Wenn du so eine Les Paul in der Mitte aufschneiden würdest, ja, wenn du die so quasi mit einer Flex hier so durchsehen, gewölbte Decke, das ist, also ich kann dir jetzt keine Zahl sagen, aber das ist, glaube ich, 2,8 Millimeter. Also das ist ein richtig hoher Anteil von Holz, was dann halt unterschiedlich ist. Ja. Ich selbst habe immer lieber eine 58er gespielt, weil die mehr spanky ist. Das liegt einfach daran, dass das Deckenholz härter ist. Ja. Und der Schall, dadurch, dass diese Wucherung, nenne ich sie mal, die definitiv die Resonanzen abbremst, noch viel schlimmer bei Vogelaugenahorn. Also da, wenn du da was reinschickst, bis es da oben ankommt, dauert das viel länger, als wenn du so ein Plain Maple hast, der jetzt nicht spektakulär aussieht, aber eigentlich besser klingt oder effizienter ist für die Tonentfaltung. Ja. Das, was du halt sagst, es geht halt dann letztendlich das, was man halt haben möchte. Es ist, also ich kann mir schon mal vorwegnehmen, weil bei der Geschichte, er war sehr zufrieden und war halt wirklich, dachte so, ja, das ist der Sound, den ich haben wollte. Und darum geht es mir halt. Ich habe dann auch gefragt, wo wir jetzt gerade ja reden, ist es optisch? 58er Spanky, dafür hast du hier und da vielleicht ein paar Makel. Ja. Möchtest du halt optisch auch was haben, buchst damit ein bisschen im Sound ein, aber dass du wenigstens das, wo ich also froh bin, dass wir beide ja auch von der Philosophie so her ticken, dass wir offen sind für alles. Und erstmal alles sammeln und mitnehmen. Und du kannst die andere Erfahrung gar nicht machen, wenn du sagst, nee, lasse ich mich nicht drauf ein. Aber es ist ja was richtig Cooles. Also es macht ja richtig Spaß. Ja. Also mir macht es Spaß, ja. Und wenn du hast ja gesagt, der Unterschied war zwischen 60er und 59er, da ist meines Wissens der einzige Unterschied, dass der Hals dünner ist und dass du diese Double-Ring-Tuner hast. Ja. Also da ist noch nicht mal das Deckenmaterial unterschiedlich. Ja. Und wenn man da schon irgendwie, gibt es ja die eine Geschichte, wer hat das denn nochmal gesagt? Ja, wenn du den Mayonnaise auf den Kopf stellst, dann klingt dein Sound cremiger. Manche glauben es. Also ich finde, man kann für sich froh sein, wenn man sich diese Offenheit bewahrt und sich da selbst keine Scheuklappen aufsetzen lässt. Und die einzige Erfahrung, die zählt, und das habe ich ja in meinem Handwerk auch, ist eigentlich die du selbst machst. Das hat nichts damit zu tun, dass du dir anderes Zeug nicht anhörst. Ich gucke mir das alles an und bin total froh, wenn ich Input habe. Aber im Endeffekt entscheidest du das dann. Ja? Also, ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, wenn du ich meine, Fender Custom Shop Relic ist ein großes Thema, mögen eigentlich alle, wollen alle gerne haben. Guckt euch so als Tipp, guckt euch an, wie, ob der Hals ein Flat-Zone-Hals ist oder ein Quarter-Zone-Hals ist. Ja. Das hat viel mehr Auswirkungen. Das heißt was? Also wenn jetzt Leute vielleicht sagen, wovon reden Kann ich Ihnen das jetzt mal hier... Also das ist jetzt Esche, aber das tut nichts zur Sache. Ja. Aber wenn du so einen Baum aufsägst, ja, also, und dann siehst du, hier sind die Jahresjahre. Guck mal, das sind die Jahresringe. Also so, der ist so rund gewesen. Die liegen jetzt, ja. Das würde man jetzt quasi als Flat Zone, die Amis sagen Flat Zone, und wir würden sagen fladig geschnitten. Der Bäuer sagt fladig geschnitten. Ja, auf der bayerischen Schule, wo ich war. Dieser Hals hat bei weitem nicht die Stabilität, die er hätte, wenn er jetzt Quarter Zone wäre. Also sprich, stellt euch vor, daraus wird der Hals geschnitten, die Jahreslinge laufen so. Ja, da hast du eine ganz andere statische Nummer, als wenn er flat ist. In der Regel, das ist, glaube ich, am geilsten zu beschreiben. Also flat, flexi, Quarter Zone, stabil. Ja. Das macht einen riesen Unterschied am Sound. Ja. Und in der Regel sind Fender-Hälse Flat Zone gewesen. Einfach aus dem wirtschaftlichen Grund, dass du aus so einem Baumstamm viel mehr Flat Zone rauskriegst als Quarter Zone. Da hast du nur vier Regionen, wo du Quarter Zone rauskriegst. Der Rest ist Flat Zone. Aber das kannst du nicht wegschmeißen. Also baust du Hälse draus. Ja. Also einfach darauf gucken, ist es Flat oder Quarter Zone. Wenn du einen weichen Ton haben willst, nimm Flat. Wenn du ein bisschen Spanky haben willst, nimm Quarter Zone. Ja. Das gleiche beim Griffbrett. Ja. Also du sagst schon, dass also Holzarten machen natürlich auch was mit dem Sound, wenn wir jetzt drüber reden. Du hast mir eine von dir gebaut, Gitarre gezeigt, wo ja verschiedene Holzarten, die halt als nicht so edel hochwertig verbaut sind. Also du sagst schon, dass die Holzstruktur, nenne ich das mal,
beim Sound eher was macht als manche Holzarten. Das ist jetzt auch ein schönes Beispiel, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Nicht, weil ich mir das überlegt habe, sondern weil ich offen für die Erfahrung war. Ich bin halt immer total neugierig und habe halt wirklich sehr günstiges Holz benutzt, um zu schauen, ist es denn wirklich so schlecht? Also ich meine, weißt du, es ist ja ein Paradoxon an sich. Du hängst da so viele Stunden rein, 120, 130 Stunden. Natürlich denkst du dir, wenn ich das schon mache, dann mache ich das doch mit dem geilsten und teuersten Holz der Welt. Ja, aber es gibt halt keinen, vielleicht außer mir, der sich denkt, das machen wir jetzt hier schön aus einem Stück Kiefer, was irgendwie 20 € kostet. Ja. Um die Erfahrung zu machen, und das habe ich ja nicht nur selbst gehört, das wurde in einem Labor, in einem akustischen Labor vermessen, dass diese Gitarre, also ich darf das nicht publizieren, die hat den 2. Preis in so einem bestimmten Wettbewerb gemacht und da wurde das halt auch vermessen. Und in diesem Bereich war sie sogar auf dem 1. Platz. Ja. Das ist nichts, was ich geplant habe. Ja. Das ist aber was passiert ist, weil ich mir gedacht habe, ich würde es halt einfach gerne mal ausprobieren. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was mich so ein bisschen antreibt, so dieses Busting the Myth. Und ja, man muss ja nicht immer alles widerlegen. Also wenn ich jetzt erfahren hätte, das klingt ja totaler Müll, dann baue ich da halt nie wieder eine Gitarre drauf. Aber guck mal, was mache ich? Ich mache das und ich teile das auch, ja? Damit Leute, die sich vielleicht eine teure Gitarre nicht unbedingt leisten können, nicht dieses Gefühl der Zweitklassigkeit oder der Minderwertigkeit für sich entwickeln, weil darum geht's nicht. Es geht darum, das Instrument zu spielen. Und es ist wurscht egal. Ich hab jahrelang Ibanez Roadster, was aus den 80ern auf der Bühne gespielt. Meine Bandkollegen haben schon gesagt, Nicker, komm hier, wir sind eine coole Rockband, du musst doch einen Fender Prezi spielen. Aber ich habe halt diesen Roadster geprügelt, weil der absolut okay für mich war. Und ich habe da kein Ego-Problem mit gehabt. Das ist das. Ja. Bewertet Instrumente abseits von Kopfplatte, also abseits von dem, was auf der Kopfplatte drauf ist, ausprobieren. Das ist ja auch Quintessenz jetzt der Podcast-Folge hier. Einfach mal machen. Sei es jetzt absolut. in deinem Bereich die handwerklichen Einstellungssachen, die man als Gitarrist wenn ich immer so drauf haben sollte, sage oder sowas, dann ist es ja immer schon so vorgeschrieben und mit dem Finger, du musst jetzt, aber schon eher so als Stups in die richtige Richtung, von wegen, beziehungsweise in die Richtung, mach das mal, probier das mal aus, weil, wie du schon sagst, was kann denn da schon schief gehen? Also du musst schon sehr wollen, dass das Ding im Hals der Halsstab bricht. Richtig, Oder halt, ich habe gehört, dass das Holz nicht so gut sein wird. Ja, du hast es gehört von Leuten, hast du denn aber auch das Instrument gehört? Mach's einfach selbst. Und du hast ja die Möglichkeit, weißt du, es gibt ja so bombastische, ich bin ja selbst auch, wenn ich so Messen bin oder Summit oder so, das ist ja Wahnsinn. Also, und du kannst alles anfassen, du kannst alles ausprobieren. Das war in meiner Zeit nicht so. Sagt ihr Hertie-Caster noch was? Also Hertie war so ein Laden wie so Kaufhof heute. Und da konntest du unten so Gitarren kaufen, aber das war halt so das Schäbigste, was du dir vorstellen kannst. Die hatten dann so in der Regel so 5 Pickups, damit es überhaupt irgendeinen Verkaufsgrund gab, damit man sich sowas zulegt. Also die haben so 150 Mark gekostet oder so. Also Hertie-Caster also die hießen nicht so. Da war ich noch nicht auf der Welt. Du. Ja. Also das war quasi wirklich nicht schönes Zeug. Da gab es nur Hertie-Caster oder halt das teure Zeug von Fender und Gibson, was sich kein Mensch leisten konnte. Ja. Und heute spaziere ich über die Summit und da steht dann der Bene von Harley Benton. Ich will jetzt keine Werbung machen, das ist halt wirklich so passiert. Ja. So, nee, guck dir mal hier. Unsere neue, ich meine, ich bin ja nicht mehr im Handel, aber ich kenne den und dann gucke ich so drüber und denke mir so, ja, und Bene, was kostet das? Ja, 190 €. Ich so, ja, ich meine VK. Also, ein VK. Was? Eine Bariton-Jaguar-Gitarre. Ja. Ich baue mir gerade eine, Also hier mit meiner Drugform, der lange Hals, das ist ein Bariton-Hals. Das sieht man jetzt vielleicht nicht. Und dann denkst du dir, ja, wie cool ist das denn für die Leute, die Musik machen wollen? Du kannst dir für so kleines Geld so unfassbare gute Instrumente kaufen, ja. Ich meine, bei euch ja auch mit Fame und so, das ist ja alles Brettzeug, ja. Also das ist ja... und die Dinger haben auch Handnummer aus Europa. Also es ist, wie gesagt, also das, was da halt geht, ist halt ausprobieren. Und wie gesagt, dieses, okay, das kostet aber nur, oder jetzt die Harley Benton oder die Fame oder sowas, das sind ja nur so und so, die kosten ja nur so und so viel. Ich würde doch gern, also selbst die für kleines Geld, wir hatten darüber gesprochen, Roasted Maple.
Roasted Ist ja so, Maple. das ist ja so häufig der Verkaufsgrund oder der Ja, Verkaufsschlager in ja. vielerlei Hinsicht. Als ich dir davon erzählt hatte, dass da und da und da, hast du mit der Stirn gerunzelt. So ein bisschen. Habe ich mit der Stirn gerunzelt, nicht weil ich das irgendwie hässlich und doof finde, sondern weil ich halt auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich vermehrt, also eigentlich bricht so eine Strat-Kopfplatte im seltensten Fall. Also Gibson, SG, das ist Standard. Ja. Also einen Teil meiner Existenz generiere ich aus Gibson-Kopfplattenbrüchen. Ja. Aber so eine Tele oder eine Halskopfplatte, die bricht in der Regel kaum. Ja. Aber ich hatte einen Kunden, der hat sich einen wirklich teuren Warmoth, unfassbar schön geflammten Hals gekauft als Bausatz und wollte da Mechaniken reinschrauben. Das Ding quasi wie von der Axt gespalten entlang der Bohrung, der schon vorhandenen, werksaus vorhandenen Bohrung der Mechaniken. Einfach zack. Und der Kunde hat sich total schlecht gefühlt. Ich habe das voll auf das Kunden kommen und die haben dann das Gefühl, sie sind schuld, sie haben was falsch gemacht. Ja. Und dann hatte ich das immer wieder und habe dann gemerkt, dass das alles so, wie der Ami sagt, so brittle ist. Also auch wenn ich so dran klopfe, das ist so glasig. Ja. Sehr fragil. Ja. Also es mag für den Ton vielleicht auch gut sein. Da will ich mich jetzt nicht einmischen, weil ich habe das noch nie verarbeitet. Ja. Aber meine Erfahrung, und die teile ich jetzt auch wie so oft gerne, ohne das bewerten zu wollen, ist, dass Roasted Neck Hälse einfach sehr, sehr rissanfällig sind. Ja. Ich verstehe das. Ich meine, das ist eine Industrie, die Materialien so schnell wie möglich verarbeitbar weiter schippen möchte in die Factory und dass das da halt geht. Und wenn du da den Vorteil hast, dass dir dann auch die Bünde nicht mehr rauskommen, weil das Holz nicht mehr nachschrumpft, weil das vorher halt irgendwie komplett super mega runtergetrocknet wurde, kann ich das auch alles verstehen. Aber ich persönlich, obwohl ich auch ein riesen Music Man-Fan bin, ja, also finde auch ganz toll die Dinger. Ja. Auch eine Luke. Ja. Ich würde, bevor ich was aus Roast Maple mache ich was aus Kiefer. Ist einfach so meine Erfahrung, ja. Aber das, wie du ja schon sagst, es ist deine Erfahrung und ich bin froh, dass du die hier teilst, aber halt auch ohne eine Wertung. Nee, ich habe Weise, was jetzt nicht unsere Zuhörer abschrecken soll, von wegen, kauft bloß keine Roasted Maple mehr, weil die reißen alle. Wie du ja schon sagst, kauf dir eine Gibson und die Chance, dass da irgendeine Kopfplatte bricht. Ja, das ist doch das beste Beispiel. Jeder, der sich eine Gibson Les Paul kauft, so wie ich auch, ja, ich bin totaler Fan davon, weiß um das Risiko, dass du so ein Ding am besten mal nicht in einem Kickback transportierst, dass du da immer mal guckst, dass der Ständer auch wirklich solide ist. Das hat hält. Und also das ist ein gutes Beispiel auch mit diesem Roasted Maple Ding. Ja. Wenn die Mechanik da schon drauf ist, wird da nicht viel passieren. Ja? Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich verurteile das ja auch nicht. Es liegt mir ganz weit fern, über irgendwas zu urteilen. Ich teile einfach nur meine Erfahrung mit. Ja. Wie mit meinem Setup-Video. Ich zeige, wie ich das mache. Das hat nicht den Anspruch auf Perfektion und das ist the best way to do. Das ist einfach nur, so habe ich mir das in 30 Jahren zurechtgelegt, so funktioniert das für mich und die Kunden sind zufrieden, ich gebe das weiter. Mehr ist es nicht. Deine Erfahrung, deine Sichtweise, die du hast. Richtig. Und ich bin ein Freund davon, so viel mitzunehmen. Ich sage das immer auch mit Licks zum Beispiel. Wenn ich mir ein Interview anschaue und da wird gespielt, Licks, die nehme ich mir in meinem Baukasten auf oder diese Sichtweise nehme ich mir in meinem Baukasten auf und ich kann es irgendwann einfach aussortieren oder so nehmen oder das Lick so umformen, wie es für mich dann passt und ich mache da meine Erfahrung mit. Du würdest dir so viel nehmen, wenn du nicht in der Lage wärst, so zu agieren. Ja. Was du aufnehmen, für dich filtern, was cool ist, das andere nicht verurteilen, lass es doch sein, das ist doch geil. Also ich finde auch, weißt du, dann sehe ich so Jungs, die Strat spielen und denke mir, ja, Mann, das klingt doch schon aber echt gut, Nick, ja. Weißt du, aber ich bin kein Strat-Spieler, aber ich verurteile das nicht. Ja. Ich würde nie sagen, kauft dir keine Strat, nur weil ich es für mich nicht auf die Reihe kriege, mit einer klarzukommen. Mach das ruhig, alles cool, easy. Also, no way. Ja. Das ist ja das, was auch, wie schon wieder auch am Anfang gesagt, was uns verbindet. Ja, das Instrument an sich sind es alles Gitarren, es ist alles Musik. Ja. Und Ja, es ist so, weißt du, ich habe ja irgendwann mal so angefangen, diese Soundcheck-Videos zu machen, oben, ja. Also aus brutalen Selbstnutz, ja. Das hat sich eigentlich kaum jemand angeguckt. So. Also der Algo hat mich auch mies abgestraft deswegen, ja.
Aber es ist mir egal, ja, weil weißt du, dann hast du halt irgendwie so eine 56er Goldtop hier auf dem Tresen, den du repariert hast. Ich muss das Ding spielen. Ich muss die Gelegenheit beim Schopfe packen, gucken, wie dieses Ding klingt, ja, ohne zu sagen, das klingt gut oder das klingt schlecht, aber ich habe gespürt und gehört, wie eine 56er, eine Original 56er klingt. Also das ist so ein bisschen Sammeln von allem, was einem gibt, und da bin ich also wirklich dankbar, auch in den ganzen Läden, in denen ich gearbeitet habe. Ich habe ja für Gitterpoint auch geschraubt, was wir da für Sachen drin hatten, also unfassbar, ja, von Verstärkern bis Jimmy Page Custom Shops, Brian Setzer Custom Shop, Eddie Van Halen. Soll ich mal die Eddie Van Halen Frankenstein-Geschichte erzählen? Ich mache es nur ganz kurz, weil das ist echt, also hat mich geprägt. Und ich glaube, ich habe auch ein Trauma davon. Ich habe noch unter dem Detlef gearbeitet in Bischofsheim. Und dann kam Eddie Van Halen Frankenstein Signature von Fender. Ich weiß nicht, 25 Mille oder sowas? Ja, kann sein. Ja, sowas. Schon. Also die erste. Die kam an, ich pack das Ding aus. Guck so, denk mir, meine Güte, das sieht ja krass aus und so. Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von so Relic-Sachen, aber das ist ja was Geschichtliches. Also daher fand ich das ganz cool. Dann drehe ich das um und dann gucke ich mir hinten die Seriennummer an. Ich glaube, das war 16. Also jetzt wisst ihr mein Geburtsdatum. Das sage ich jetzt. Also stand da mein Geburtsdatum drauf. Und ich so hoch zum Detlef. Ich so, Detlef, sag mal, haben die alle die gleiche Seriennummer? Und so, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Steht da unten. Und dann hat er ja an dem Floyd Rose Tremolo unten so eine Münze. Das war als Blockierung. Also das ist so eine Münze, das ist ein Quarter Pound, glaube ich, mit einer Schraube durch die Decke so. Und die hat er dann mal so reingedreht, um das Tremolo zu blockieren. Und dann gucke ich auf die Münze und da steht dann 1971, also mein Geburtsjahr. Und ich so, also ich kann mir das nicht leisten, aber irgendwie so, alles schreit, ich muss diese Gitarre haben. Ja. Natürlich habe ich sie nicht gekauft, also es ging nicht. Ja. Aber das sind so Geschichten, also die ich halt erlebt habe und die halt einfach toll sind. Also, und das hätte ich nicht gemacht, hätte ich nicht die Möglichkeit, mit so Leuten zusammenzuarbeiten, hätte ich diese Lehre nicht gemacht und bin ich mit Scheuklappen durch die Gegend gerannt wäre und gesagt, Fender Relic-Gitarren und vor allem Fender Van Halen Relic-Gitarren sind scheiße, hätte ich nie dieses Erlebnis gehabt, ja, und hätte nicht diese Geschichte in meinem Unterbewusstsein, ja. Es prägt ja auch alles. Und das, was du gesagt hast, dieser Durchlauf an Instrumenten, den du hier hast, den du bei dir in der Lehre hattest, wenn ich langlaufe und zum Beispiel zum eigentlichen normalen Vollmassivpartner, zum Fabian gehe, durch die Abteilung, ich gehe bei uns durch den Custom Shop, sehe ich ja dann auch. Ne? Es ist ja immer wie so ein kleiner Schuljunge im Süßigkeitenladen, wenn man da die neuen Sachen... Der Bastel, der Abteilungsleiter, der sagt, ja, ich habe hast du schon gesehen? Geh weg, geh weg. Dass auch diesen Durchlauf bekommen. Oder bestes Beispiel, ich habe mir jahrelang eingeredet, ich bin ein großer Fan von, ich habe die Bukovac Signature, die Lukather Signature, Petrucci Signature, Hendrix Signature, diese ganzen Signature-Modelle. Erstmal klinge ich wie ich selber noch, da bin ich froh drüber und auch ein großer Verfechter, dass man nur weil man eine Signature hat, heißt das nicht, dass man gleich irgendwie wie Lukather klingt. Also ist aber auch so ein ganz typisches Ding. Gut, dass du es ansprichst. So. Nee, ich kaufe mir keine Tom DeLonghi, weil dann denken alle, ich bin aber das geht doch eigentlich um die Gitarre. Ja. Also das ist... Also ich finde diese Barriere, ich spiele keine Loop-Hitter, weil ich nicht möchte, dass Leute denken, ich bin, das finde ich, sollte man einfach weglassen, weil es geht um die Gitarre, was die Gitarre bietet. Ja. Was sie bietet und diese Verbindung, auch das, was zum Beispiel Lukather, wir hatten ja großes Vorbild oder andere, es ist ja auch ein Instrument, er macht ja auch damit Kunst und Musik in der Hinsicht. Und natürlich ist es sein Instrument, er hat es designt oder die anderen Signature-Modelle, die ich habe. Aber im Endeffekt habe ich ja das Instrument in der Hand und es ist ein Handwerkszeug, um etwas Künstlerisches zu kreieren. Und ich bin der Künstler in der Hinsicht gerade mal. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe ein Jahr lang eingeredet, weil ich besitze jetzt eigentlich von meinen großen Vorbildern eigentlich hier sämtliche Signature-Modelle bis auf von Paul Gilbert. Wir waren auf der Ibanez-Messe. Welche? Von Paul Gilbert? Ja, die Fireman. Ja, geil. Ja, und ich habe sie in die Hand genommen. Ja, ich habe gespürt. Ich dachte, Scheiße. Ja. Ich hasse sie. Ja. Ich komme damit nicht klar. Nee, echt? Nein, überhaupt nicht. Echt? Ich saß da
Und ich habe 2 Ibanez-Gitarren, eine noch aus 1990, ne, aus Japan, noch handgemacht. Ich liebe Ibanez-Gitarren. RG oder was? Ja. Und da habe ich dann die Fireman, Iceman ist ja das andere Modell, genau. wo er dann das umgedreht hatte. Ist einfach nur gespiegelt. Einfach nur gespiegelt und da im Gegensatz von Iceman ist ja dann Fireman. Ich habe mir jahrelang eingeredet, so ein Modell will ich haben. Und dann war es nicht. Und dann war es nicht. Und es war es nicht. Und so ein kleines bisschen wie so ein kleines Glashaus, was so zusammenfällt. So ein Kartenhaus. Aber ich war nicht traurig. Weil ich dann wusste, okay, ich habe mir das zwar eingeredet und ich wollte es auch. Und ich habe dann auch die Kisten von Ibanez gefragt. Ich dachte so, hey, kann ich mal eine spielen? Ich wollte mal gerne sagen, ja, nimm die einfach runter. War es nicht. Ja. Und das ist halt manchmal auch so, dass... Aber das hat doch auch mal was Erlösendes. Ja. Also für mich hat es oft was Erlösendes. Ja, das war so, denkst, ja. Okay. Na. Ja, So. aber trotzdem, ja. Portemonnaie macht auch 3 Kreuze. Ja. Es ist, ja, und es ist halt, so wie ich seinen Spielstil liebe, seine Musik, seinen Ton liebe, die er aus der Gitarre ausmacht, ich bekomme es nicht hin. Ja. Und das ist nicht schlimm. Und das ist auch das, was ich jetzt hier sagen möchte. Oder das, was du hast bestimmt auch Sachen gehabt, wo du dich gefreut hast, wo du gesehen hast im Verzeichnis, oh geil, die Gitarre ist jetzt bei mir auf der Werkbank. Und dann hast du die gesettet, Strings drauf, repariert, je nachdem. Und du spielst hier und dachtest, das liegt jetzt nicht an meiner Fähigkeit, die Gitarre zu setupen. Habe ich alles gehabt, ja. Und das... Aber es ist dann halt auch einfach, weißt du, es ist dann halt auch nicht mein Ding, ja. Das muss jetzt nicht an dem Instrument liegen. Es mag Leute geben, die daraus, wie der Paul, dann halt das Monsterfeuerwerk raustreten, aber wenn es dich halt nicht kickt, was bringt dir das? Es liegt dann an einem selber so in der Hinsicht. Und wie gesagt, es ist ein Handwerkszeug und es ist auf keinen Fall eine schlechte Gitarre, also auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur, dass ich da gerade nicht passe und deswegen halt auch wieder die Sicht aufpacke und ausprobiere. Vielleicht in 5 Jahren soweit oder vielleicht auch nie. Vielleicht habe ich mit meiner Stadt, keine Ahnung. Ja, aber hier, weil du Locator sagst, kennst du Valley Arts? Nee. Ja, guck mal hier. Valley Arts war eigentlich so der erste Custom-Shop-Hersteller. Ist das die Strat, die er hat, wo er die so leicht geflamed in dem Die Film? ganz alte. Die ganz alte. Also so 80er Jahre. Ich meine, Leute aus meinen Baujahren, die kennen das. Und die Dinger, und guck mal, das ist jetzt zum Beispiel auch eine sehr interessante Sache. Ich kann mich erinnern, einer der ersten Fachblatts, da war die als Titelbild drauf mit so einer, damals war so Airbrush total, mit so einer Robotfrau. Also die spielt er live. hat er die noch? Der hatte als erstes so die EMGs drin. Ja. Genau, 82 live in Montreux spielt er die. Gibt es auch auf YouTube ein paar weißt du Dinger mehr als ich, ja. Also diese Gitarren, ja, die waren unbezahlbar damals. Die haben hier 8.000, 9.000 Mark gekostet. Ein lieber Gitarrenbaukollege, der Markus Quenzel, der hat eine Originale, aber der hat früher so richtig viel Tanzmucke gemacht. Ja. So Coverbands, Top-40-Bands, Riesengitarrist, der Markus auch, ja. Und ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt, ja. Und das ist aus einem Stück Ahorn. die gesamte. Also der Body. Achso, der Body, ja. Weil du hier hochgelobt hast und gemeint hast, guck mal, da hängt da eine Firebird. Und ich habe gemeint, das ist aus einem Stück Ahorn. Heute, wenn jemand sagt, ich baue eine Gitarre aus einem Stück Ahorn, schreien 90% der Leute, Gott, wie schwer ist das denn? Ja, muss nicht sein, je nachdem, welchen du nimmst. Aber diese Instrumente waren Benchmark. Die hatten als allererstes Stainless-Steel-Bünde, damals in den 80ern. Das, was jetzt auch gerade so voll der Hype ist. Ja, Stainless-Steel-Bünde in... Natürlich ist es schon längst in den 80ern schon... Ist alles schon da gewesen, also ohne das jetzt kleinreden zu wollen, ja. Aber wenn du mal irgendwie dazu kommst, so eine Valley Arts in die Hand zu nehmen, das ist alles da gab es keine CNCs. Ja. Das ist alles handgemacht. Unfassbare Instrumente, ja. Aber die waren halt auch mutig. Die haben gesagt, hier, wir nehmen nicht nur die geflammte Decke, wir machen das ganze Ding aus einem Stück aus Ahorn. Natürlich musst du das Material haben. Du musst dieses abgetrocknete, luftgetrocknete Material haben, damit sich da auch nichts verzieht und dir der Lack nicht wegreißt. Ja. Aber wenn du den Bukette mal triffst, frag ihn mal nach seiner Valley Arts. Ja, wenn ich großartige Instrumente. Wörter rausbekomme. Ja. Wurde dann von Gibson gekauft, glaube ich. Valley Arts ist mittlerweile bei Gibson. Ja. Das Imperium. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade so abgewichen. Aber nein, ist ja auch mein Vorbild. Das ist ja auch gut zu wissen, dass ich von der Firma jetzt, wo du saßt, auf den ersten Blick
habe ich keine Ahnung. Dann Das liegt jetzt nicht an dir. Modell, Das einfach nur, ich kenne das, weil ich halt älter bin. Ganz einfach. Also, ja. Der Geek Talk, deswegen sitzen wir hier. Deswegen bin ich noch froh. Ja, was heute halt so Instagram und TikTok und Facebook und vielleicht auch YouTube ist, waren damals die Gitarrenzeitschriften. Ja, also was du so. Gitarren und Bässe oder was. Der Oliver Hartmann hier, der letztens auch bei mir war, der macht ja so ein Ding, wo er einfach nur so die Gitarre und Bass durchblättert und so erzählt. Und genauso war ich in der Jugend. Weißt du, ich war mit so 12, 13, immer wenn die rauskamen, ich war der Erste, der die irgendwie gekauft hat. Und dann habe ich mir das da alles reingepfiffen. Und es war ein tieferes Einsaugen, als es heute ist, ohne das jetzt werten zu wollen. Ja. Also guck mal, wenn ich dir jetzt noch von dem Titelbild erzählen kann, ich habe keine Ahnung, welche Story ich heute auf Insta das erste Mal gesehen habe, ist schon alles weg. Ja. Aber das bleibt, das bleibt, ja. Tolle Sachen wurden da gemacht, unfassbar, wirklich. Ich hab von dem alten Gitarrenkollegen von meinem Vater aus der Metalband damals, habe ich so einen riesen, hier so einen Ikea-Karton oder Bauhaus-Karton oder was auch immer, das hier, diese Ding, voll mit den ganzen Zeitschriften, alle verschwunden. Ich gesagt, ich brauche die nicht mehr, ich habe die alle durchgelesen. Also nicht alle, also alle, die halt in diesem Karton halt drin waren. Und wie du halt schon sagst, es macht was. Es ist auch diese Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch, sage ich auch häufig. Dass da immer so ein Durchlauf, so auf Durchluft gezogen wird. Ja. Und allein, ich lerne ja auch, vielleicht meint man manchmal so, nur weil ich jetzt hier sitze zum Beispiel und mit dir einen Podcast drehe, heißt das ja so von wegen, oh, der weiß so viel oder weiß, nein, auf gar keinen Fall. Auch du würdest niemals sagen, dass du allwissend oder weiß ich nicht. Und das, was wir allein jetzt schon, was ich durch dich gelernt habe, man kann immer nur was lernen. Ich kann dir jetzt auch ein wirklich fast aktuelles Beispiel darüber erzählen. Ich habe einen sehr lieben Kunden, der hat gemeint, unser Schlagzeuger hat so eine alte Hopfgitarre, da funktioniert der Pickup nicht, darf ich dir das vorbeibringen? Ich so, ja klar, Walter, bring vorbei. Und da kommt er an mit so einem Instrument, mit so einem Pickup am Hals, so eine Jazzgitarre. Und ich denke mir, also weißt du so, ich dachte eigentlich, ich habe schon alles gesehen. Ja, aber was zum Teufel ist das? Das Ding hat drehbare Magnetpol-Pieces gehabt, wie so Rundschalter. Ja. Und da ich das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, da ich das noch nie gesehen habe, ich gemeint, das muss ich jetzt aufnehmen, wie ich den Pickup auseinandernehme, was sauber mache und mal gucke, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Und dieses Video, ich weiß nicht, das hat irgendwie 2 Mio Klicks auf Instagram, weil das da draußen noch viel weniger Leute kannten. Ich kannte es ja auch nicht. Ja, ich bin 30 Jahre da drin. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass da immer wieder mal was kommt, wo du dir denkst, was? Ja. Das kann doch nicht. Ja. Und dann ist es so, ja. Und ich habe mir bei diesem Instrument tatsächlich, weil die Leute da so ausgeflippt sind, wie klingt denn das? Ich musste die Gitarre abgeben. Ich bin ja immer so ein bisschen in der Diskrepanz. Ich repariere was und dann will ich so ein Soundcheck-Video machen. Und der Kunde ruft an, kann ich heute Nachmittag vorbeikommen? Ich so, ja, klar. Ich bin natürlich auch froh, wenn das weg ist, weil ich habe ja nicht so viel Platz. Und in dem Fall war das wirklich so, dass ich den Kunden nochmal kontaktiert habe. Frank, vielen Dank. Hey, sag mal, kannst du mir die Gitarre nochmal bringen? Ich würde ein Soundcheck-Video machen. Um den Leuten, weil die haben dann geschrieben, wie klingt das denn? Ja? Und dann habe ich den halt quasi so ein Soundcheck-Video gemacht, wie ich das verstelle. Und da habe ich so viel gelernt, dass es halt immer noch Sachen gibt, wo meine Neugier auch noch befriedigt wird. Weißt du, du kannst ja neugierig durchs Leben stapfen und es passiert halt nichts. Aber irgendwie ist es in meinem Beruf, vielleicht ziehe ich es auch ein Stück weit an, jeder Tag ist wirklich irgendwie ein Erlebnis, ja. Also das ist toll, ja. Das freut mich ja auch. Und was du halt sagst, die Neugier, dass man, sei es in der Musik, dass man ein Musikgenre hört oder wo man sagt, okay, ich hatte dir erzählt, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe schon immer durch meinen Vater sowas wie Dream Theater oder Mr. Hast du dein Papa da auch Musik gemacht, oder? Jahrelang, war auch im Karneval dolle vertreten. Deswegen, ich hasse Karneval. Ich bin Kölner, aber hier er hat so viele Saisons als Mixer und auch als Drummer. Und mit den ganzen Großen auch zusammen war der da. Und allein die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe oder auch halt durch die Musikhochschule oder durch andere Studioarbeiten. Ich war letztens beim Stefan Heger im Mixing Mastering Studio. Da habe ich auch hat er mich 2 Tage später angerufen und hat gesagt, ich habe hier noch ein Projekt mit Kinders und Gentlemen. Da habe ich auf einmal da gespielt. Diese Neugier, dass man, egal wo man ist, vor allem in dieser Musikbranche, wo wir ja drin sind, ich sage extra Musikbranche und nicht Handwerksbranche oder Spielerbranche, weil
als Spieler auch, ne, es ist alles so eine große Familie in der Art. Und wenn man halt offen ist und jeder kennt irgendwie jeden, also über irgendwie 2 Ecken würden wir uns dann auch kennenlernen, wenn wir uns nicht auf Ibanez kennengelernt hätten. Ja. Und da ist auch schon wieder, also das finde ich halt immer so aufregend. Und mit den Leuten und mit der jahrelangen Erfahrung, allein durch mein noch so junges Alter und meine Blauäugigkeit. Ach Quatsch, ich meine, umso mehr ist ja noch zu entdecken. Ganz genau. Also, und so sehe ich das auch. Und, das ist doch schön, ja. Und ein Freund, als ich meine erste Staatenreise gemacht habe, Ricky, herzensguter Mensch. Und der war mit Lukas auch viel hier in Deutschland und der kann auch echt gut Deutsch sprechen. Und dann hat er gesagt, sei ein Schwamm, saug alles auf. Ja, ja. Und das jeden Tag aufs Neue, jedes Mal, wenn ich was Neues miterlebe. Und ich ertappe mich selber, vielleicht du dich ja auch, bei einer gewissen, das ist auch gesund, so eine gewisse Skepsis natürlich, allerdings dann über den Schatten zu springen, man sagt ja über den Tellerrand hinaus und sowas. Also man kennt ja so viele Floskeln darüber, aber ja, ich hoffe, dass wir hier durch unser Gespräch unsere Zuhörer da mal animieren oder durch deine Videos ja die Leute, die den Podcast jetzt hier auf YouTube ja hören. Ich habe das im vorherigen Video auch schon mal gesagt, alle Social-Media-Kanäle von dir sind natürlich selbstverständlich unten verlinkt und könnt ihr durchstöbern. Und gibt es einiges zu gucken. Da saß skurriles ich Zeug. Abends noch im Hotelzimmer, da hatten wir ja geschrieben und ich habe die ganzen Videos durch und es hörte nicht mehr auf. Ja, ja. Ja, weißt du, das ist, ich hatte mal ein Interview mit der Zeitung und das fand ich so ganz passend. Ja, das ist für mich wie so eine, also wenn du eine Lehre machst, hast du immer so Berichtshefte geschrieben. Ich weiß nicht, habt ihr eine Lehre? Nee, habt ihr nicht gemacht. Nee, aber ich auch nicht, oder was? Also du schreibst so Berichtshefte, entweder Wochenberichte oder Tagesberichte. Das ist so ein blaues Heft und da schreibst du rein. Heute gab es dann so Wochen, wo du nur Korpus geschliffen. Auf jeden Fall sehe ich dieses Format, also für mich als Patrick Guitars vor allem auf meinem YouTube-Kanal, weil das ist das, was ich am liebsten mache, diese langen Mördervideos, wo ich auch echt oftmals leide, ja. Also, weil das manchmal Dinge sind, wo ich dann auch denke, ja, Nick, komm, hättest du auch sein lassen können. Aber wenn du es dann hinkriegst, ist das unfassbar, ja. Das ist für mich eine Bibliothek. Also für mich ist das mein Berichtsheft, was aber für alle zugänglich ist. Also wenn jemand wissen will, wie repariert denn der den Kopfplattenbruch mit Splines, guckst dir an. Kostet dich nix, kannst du free available. Ja. Wenn du kurz sehen willst, wieso rattelt denn meine Nuss, was kann ich denn dagegen machen? Ja? Kannst du mal gucken. Ja. Also für mich ist es so ein bisschen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, Leute auszubilden. Ich bin total dankbar für meine fundierte Ausbildung, weil das in diesem Business, so wie ich das mache, mit Social Media, mit One-Man-Show, einfach nicht möglich ist, gewissenhaft sich um ein Mädel oder um einen Jungen zu kümmern, der hier dieses Handwerk erlernen will. Ist das meine Art, das quasi so ein bisschen weiterzugeben und auch am Leben zu halten. Und das ist, also da sind auch manchmal wirklich rührende Geschichten. Also ich kann eine mal erzählen, höchstens. Ist er noch bei uns, der Kameramann? Höchstens ist es zu lang. Letztes Jahr hatte ich 30-jähriges Treffen in Mittenwald, das ist die Berufsschule. Ja. Also es hat sich so ergeben, meine Frau hat ein Seminar da in der Ecke im Allgäu und dann habe ich gedacht, ja, gehen wir hin. Und da hatten die auch Tag der offenen Tür. Und natürlich kennen die mich da auch und ich bin auch cool mit allen. Und bin da halt rein und es war halt schon ein schönes Gefühl. Also da, weißt du, das ist nach 30 Jahren da mal wieder hinzukommen. Und dann kam ein junger Typ auf mich zu und guckt mich so an und meinte so, hier, Nick, wegen dir bin ich hier. Und mein erster Gedanke war so, ja, okay, wahrscheinlich haben die von der Schulleitung gesagt, ja, der Nick, die haben hier Schultreffen, kannst du vielleicht mal fragen oder so. Also das war so mein erster Gedanke. Und dann guckt er mich so an und sagt, ich habe dir vor 2,5 Jahren habe ich dir geschrieben auf Instagram. Und da war ich noch lange nicht da, wo ich jetzt bin. Da hatte ich vielleicht so 10.000 Follower oder sowas, wenn überhaupt. Und dann habe ich geschrieben, ob ich eine Ausbildung bei dir machen kann. Und du hast mir so nett zurückgeschrieben, es tut mir leid, ich habe 8,3 Quadratmeter, ich kann mich nicht drum kümmern, wäre doof. Wenn du es wirklich lernen willst, geh nach Mittenwald. Ja. Und dann meinte er so, guck, und jetzt seit 2,5 Jahren bin ich hier. In 3 Monaten mache ich meinen Abschluss. Und das fand ich dann, also da hatte ich ja so Pipi in den Augen, muss ich ehrlich sagen, weil es halt schön war. Also es war nie meine Intention, aber die Geschichten, die diese Videos und
vielleicht auch das Video oder wenn ihr Videos veröffentlicht, im Hintergrund erzeugen, die man gar nicht so mitkriegt, das ist immens. Ja. Was auch dieser Schritt, also wenn ich ein Reparaturvideo mache und sage den Leuten, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Es gibt die Leute, die sich das angucken. Ja? Es gibt dann die Leute, die sich das angucken und nicht genervt wegklicken. Das ist schon mal ganz viel wert. Ja. Weißt du, das ist voll der Value. Und da gibt es die Leute, die gucken sich das bis zum Schluss an. Und dann gibt es die Leute, die sich sagen, das hat mich entweder so berührt oder so weitergebracht, dass ich dem Typen oder der Frau jetzt schreibe, das ist ja nicht nur bei mir so, dass ich jetzt schreiben muss, Dankeschön oder war toll. Ja, das ist ein Riesen-Step. Das darf man nicht unterschätzen und nicht sagen so, ja, wieso habe ich nicht mehr Kommentare? Es ist shit egal. Das, was da drunter liegt, ist noch viel, viel größer als das, was du siehst. Ja. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann wird man auch nicht irgendwie so klickgeil oder sowas. Ja, dann ist das halt... Du machst das mit einer offenen Leidenschaft und mit einer wahren Hingabe, die du nicht versteckst und die man dir sofort... Schau mal, wie viel wir gequatscht haben. Allein auch schon vor der Podcast. Wir mussten uns immer stoppen, weil wir sagen, stopp. Für einen Podcast, also es hat nicht so gebracht, wir haben ja trotzdem weitergequatscht. Ja. Und wenn man einmal da irgendwie in diesem Rabbit Hole, in diesem Geek drinne ist das ja was Schönes und möchte man ja auch eigentlich gar nicht aufhören, weil man immer zu was Neuem kommt. Und das Berühren mit deinen Videos, was du dann hast, lass es, weiß ich nicht, 100 Videos sein. Aber du hast einen dazu gebracht, der das Handwerk jetzt gelernt hat. Oder vielleicht mehrere, aber du weißt von dem weiß ich. Von dem weißt du es und du weißt und es ist eines wahrscheinlich. Das ist, wenn jemand dich irgendwie live auf der Bühne spielen sieht und nach Hause geht und sagt, Papa, sag mal, ich habe doch bald Geburtstag, ich würde vielleicht gern mal und so, ja. Gitarre. Und dann macht er das vielleicht in 20 Jahren auch. Ob es dann in einer Weise macht, beruflich oder in andere Hinsicht, ja aber man hat einen inspiriert für ein Hobby, für eine Leidenschaft, für etwas, woran man sich dann abseits von Schule, Arbeit oder sowas sich draufstützen kann. Also ich glaube, das ist auch ganz viel. Ich meine, ich habe ja wirklich immens viele Follower, vor allem auf Instagram. Und das sind nicht alles Gitarristen oder Gitarrenbauer. Und das sind ganz normale Menschen, die vielleicht auch dieses Ungestellte und ich meine, das ist mein Daily Business. Also ich rufe nicht Leute an, sag mal, hast du was zu reparieren, was richtig geil ist. Das kommt hier so zu mir rein, ja, und ich kümmere mich dann drum. Ich glaube, es tut den Leuten gut, auch dieses Entschleunigte, weil manche Videos sind echt lang, obwohl ich mir so eine Mühe gebe, das so kurz wie möglich zu machen. Also wirklich, ja. Jetzt auch dieses Interview. aber es ist halt irgendwie... so eine Art des Teilenwollens ist eigentlich so irgendwie gentechnisch bei mir so veranlagt und ich kann halt nicht anders. Also ich mache ja auch keine bezahlten Collabs oder sowas. Ja, ich mache auch keine Produktvideos, ich verkaufe nichts. Außer dann vielleicht dieses Tutorial, was ich irgendwann mal die Tage online stellen werde. Aber mir geht's nicht darum, also ich verdiene mein Geld mit meiner Hände Arbeit, indem ich Instrumente repariere. Das ist mein Basic Income und so soll das auch bleiben. Also ich sehe mich auch nicht als Creator und ich sehe mich auch nicht als Influencer oder sonst was. Ich bin einer, der seine Arbeit teilt. Ja. Und nicht mehr und nicht weniger. Und es ist was Ehrliches. Es ist ja auch so wie hier. Jetzt keine bezahlte oder irgendeine komische Partnerschaft, weil sich einer jetzt denkt, Nein. Das ist, weil wir uns sympathisch waren und weil wir uns gedacht haben, lass einfach mal die Kamera laufen, wenn wir quatschen. Ich habe doch damals auch gesagt, schade, dass jetzt nicht die Kamera läuft. Ja, das hätten wir hatten. Ja, und es ist schön. Ja. Ich meine, in deinem Fall halt auch so einen jungen Engagierten. Ja, ich meine, ich bin ja so Boomer-Generation, die ist jetzt auch nicht so sonderlich beliebt bei allen. Ja, aber das darf man auch nicht, das finde ich auch immer ein bisschen schade, weil das sind die Jungs, also ich rede jetzt nicht nur von mir, ich rede jetzt vom Olli Lohmann oder so, die haben das dekadenweise aufgesaugt. Die waren in Lebenssituationen und in musikalischen Entwicklungsphasen, die es gerade jetzt nicht gibt, ja, vielleicht kommen die wieder. Das sind unfassbar große Schätze, wenn Leute sich dazu bereit erklären, davon was zu erzählen, ja. Da sitze ich dann auch immer da. Ich habe hier Kundschaft, Rolf-Dieter Schnappka, irrer Bassist, schon ewig dabei. Den könnte ich stundenlang zu. Oder hier der liebe Winkova, ja. Das sind alles so Leute,
die noch die krassen 80er mitgekriegt haben. Die haben mitgekriegt, als MIDI auf den Markt kam. Stell dir das mal vor, was eine Revolution. Ja. Der liebe Winde hat damals für Roland die MIDI-Gitarren präsentiert und programmiert. Also wo du quasi mit einer Gitarre analoges Synthsounds Für mich machst. ist das jetzt ja alltäglich und die Leute in meinem Alter, die produzieren diese MIDI-Chordpacks und sowas, das ist... Aber was da für ein Apparat entstehen musste, damit das heute möglich ist. Ja? Und das waren die Jungs und Mädels, die damals die Sachen angenommen haben, die nicht verurteilt haben, sie auf die Bühne getragen haben. Ja. Und nur dadurch ist die Evolution überhaupt dazu gekommen, dass es dann halt irgendwie Sampler gab, dass Hip-Hop an Start kam, dass es dann Techno, was auch immer gab. Es waren immer die Leute, die offen waren, die mutig waren, die sich nicht gegen irgendwas gesperrt haben. Nicht alles, was Neues ist gut, aber auch nicht alles, was Schlechtes ist scheiße. So, was Altes ist scheiße. So Quintessenz. Ja. Und es macht Spaß. Ja, macht Spaß. Ja. Ich freue mich auch. Also stundenlang ja weiter noch quatschen. Die Speicherkarte ist voll, oder? Ja. Nee, Ach, naja, wir haben noch was. Ne? So, Kapitel 2. Ja, machen wir. Ja, und nee, ich freue mich einfach, dass wir auch als Institution, Music Store und hier trotzdem einfach mal sagen, hey, tun wir das jetzt mal auf Seite und wir machen das, was uns alle verbindet. Und darüber und das, was ja auch als da kriege ich wie so ein Lehrer, wie so ein Bildungsauftrag, ne? In einer gewissen Weise. Es ist ja auch das, was... Ja, aber ich meine, das kann man doch auch mal jetzt nicht so, wie soll ich sagen, mit dem erhobenen Zeigefinger. Auf gar keinen Fall. Es langt ja einfach nur, wenn Leute da sitzen, die an und für sich, ja, ich meine, weißt du, irgendwie eine Connection haben und die natürlich basierend auf der Musik ist, sich zusammensetzen und über so Sachen diskutieren und reden. Ja. Ich habe ja immer so den großen Traum gehabt, eigentlich jetzt nicht so der große Redner, aber mit Leuten mich zu unterhalten, die einen riesen Erfahrungsschatz haben. Ja? Gar nicht mal um so sehr, um mich selbst auch wieder zu füllen, weißt du, so, um selbst auch mir manche Erfahrungen zu ersparen, weil es ist immer so ein Punkt, wenn einer sagt, kauf dir keinen Hals, der irgendwie, oder ich würde dir nicht empfehlen, einen Hals zu kaufen, der roasted ist, ja. Das kannst du annehmen, du kannst es aber auch mit allem, was du hast, abwehren und sagen, hat keine Ahnung. Aber ich bin ja so ein Typ, der total gerne zuhört. Also selbst wenn es jetzt nicht so den Einschlag, ich höre total gerne zu, ja. Und ich gebe dir ein Beispiel, das hat mich in meiner musikalischen Entwicklung, eigentlich könnte ich gar nicht auf dem Level spielen, wenn ich nicht zugehört hätte. Ich hab mein Opa, also ich trage seinen Namen, Nikola Petrek, hat Geige gespielt. Furchtbar, Katastrophe, unausstehlich, entschuldige. Aber es war nicht, also es war jetzt, man denkt immer, der Opa spielt Geige so aus. Nee, es war schlimm. Ja. Timing, katastrophal. Aber wir haben damals so Klavier und Akkordeon, mein Bruder und ich, und dann hast du halt mit dem Opa gespielt und dann hast du dich nach dem Opa gerichtet. Wenn der Opa da mal weggelaufen ist, weil er diesen Lauf ganz gut hingekriegt hat, bist du dem gefolgt. Also es war so damals schon diese Prägung, genau, du machst das nicht nur für dich, du machst es in der Band, ja. Und das hat mir so viel geholfen. Also ich kann heute, vor allem Bass, ich bin kein Riesenmusiker, ich bin noch nicht ausgebildet, aber ich kann dem Pianisten auf die Finger gucken und ich kann folgen, ohne allzu große Fehler zu produzieren. Das Gleiche kann ich mit Gitarre. Aber nur, weil ich die Fähigkeit damals entwickelt habe, zuzuhören. Und das Gleiche ist im Verbalen. Wenn mir Großmeister Tandler erzählt, was er für Philosophien hat, Gitarren und so und Sound und Entwicklung und so, dann höre ich dem zu. Ja, dann mache ich hier nicht den Klugscheißer und erzähle, aber das ist doch so, sondern ich höre dem zu. Das bringt mir viel mehr als sonst was. Ja. Das ist wichtig. Aber jetzt hast du mir die ganze Zeit zuhören müssen. Aber deswegen sitzen wir. Bei mich haben die Leute schon 2, 3 Episoden jetzt schon von Vollmassiv gehört, aber du bist ja der Special Guest und das ist eine, finde ich, sehr gesunde Sichtweise. Das Zuhören. Ich habe unter Florian Ross 1, 2 Mal in der Big Band gespielt, WDR Conductor und andere Geschichten. Und ich hab ihm zugesehen. Also es ist so ein bisschen Whiplash-mäßig unter ihm zu spielen. Aber er ist ein musikalisches Genie. Da habe ich eine kleine Anekdote dazu. Ich habe erste Phase, die ich bei ihm gespielt habe,
Ich habe vorher immer ein paar Big Band Sachen gespielt, aber nie so immer mehr diese Funk-Groove Big Band Geschichten. Ja, ja. Und eher weniger Count Basie und den Style, Freddie Green. Und da hat er gesagt, stell mal das Delay auf 450, weil das ist so diese magische Blabla, hat das dann erzählt und über Delay. Und ich dachte so, ja, okay, ich hatte meinen Camper gespielt. Und dann kann man ja mit der App, den Player mit der App ja dann steuern und dann wirklich auf die Millisekunde genau einstellen. Dann sagt er zu mir, ja, du hast ihn gerade auf 350. Ich dachte, willst du mich verarschen? Ja. Das war auf 349 Millisekunden. Ja. Der hat gehört, dass mein Delay auf 350 Millisekunden ist. Ja, ja. Und diesem Genie zuzuhören, und da fange ich nicht an, klug zu scheißen. Da habe ich das gemacht. Ich war neu in dieser Materie, in diesem Setting war ich neu. Und zuzuhören und zu spielen und zu lernen, das aufzugreifen. Er hat keine Ahnung von Gitarre in der Hinsicht. Er hat 2 Gitarren und sowas. Aber er hat trotzdem er hat selber zugehört. Er war in London, er war in New York, er hat in Köln. In Köln doziert er jetzt sehr lange. Das ist nur ein Beispiel. Ich saß in Amerika in den Evergreen Studios und neben mir saß die Horn-Section von Jerry Hay, Michael Jackson. Ja, da kam der an, unfassbar lieb, aber da war mein Mund zu und die Ohren auf. Ja. Und das, was du sagst, ist einfach zuhören. Nicht nur, wenn man das Privileg hat, mit solchen Leuten, mit solchen Genies zu reden, auch bei der Musik zuzuhören. Ja. Die Spielweise, das aufzufassen, die Musik zu hören, die Eindrücke zu sammeln. Wie wir gerade ja schon gesprochen hatten mit, das Wissen über eine 58er, 59er Les Paul sammle ich auf und behalte ich, sondern auch die Musik behalte ich, sammle ich auf. Ja. Es führt alles auf einen großen Punkt, was dieses Thema jetzt hier, wir haben es ja, oder ich habe es ja angekündigt, als es geht um Gitarrenbauen und um Gitarrenreparatur. Das ist ja auch dein Markenzeichen, das ist ja auch das, wofür du ja erstmal oberflächlich stehst. Aber jetzt mit dem Gespräch kommt ja schon viel eher mehr raus, die Offenheit, die man haben sollte da bleibt ja eigentlich auch groß zu sagen, dass eigentlich die Thematik und unsere Philosophie ja eigentlich gerade Thema des Podcasts sind und die Offenheit in sämtlichen Bereichen der Gitarrenwelt. Ja, also ich meine, ich würde auch weder meiner Natur handeln, wenn ich jetzt irgendwelche Geheimniskrämerei betreiben würde. Ja, ich meine, natürlich gibt es Leute, die daraus irgendwie irgendwelche Sachen generieren und dann über Marketing-Tools irgendwelche Produkte an die Leute bringen wollen, ja. Aber im Prinzip ist das, also in meinem Fall Handwerk und im musikalischen Fall ja auch Handwerk. Wenn du dein Handwerk beherrschst, kann Kunst draus werden. Sie muss es nicht und es muss auch nicht der Punkt sein, den du erreichen möchtest. Wenn du es denn machen willst, kannst du sowas nicht erzwingen. Ja. Also es ist wie auch, wenn du Musik machst, ja, du denkst dann immer so im Studio, jetzt muss ich hier so das Mega-Solo raushacken. So, ja. Der Produzent sagt, komm hier, Jonathan, 16 Takte, lass fliegen. Ja. Und dann machst du halt so, was da halt so ist, ja. Aber vielleicht hattest du irgendwann mal, so wie ich, meine Erfahrung, als ich hier im Spritzenhaus mit einer Punkband, mit einem total zugeballerten Sänger auf der Bühne stand und wir dachten, der ist scheintot, weil der nur noch so am Tresen gelegen hat. Und die Ansage war, weil der einfach kurz vorm Umkippen war, so. Das Letzte, was er gesagt hat, mit so weißem Gaber aus dem Mundwinkel kommenden englischen Akzent, Nick Solo. Ja, also musste ich quasi irgendwie diese Sache überbrücken, bis er wieder einigermaßen stabil auf der Bühne steht. Das war nichts Geplantes und das war jetzt auch nicht das beste Solo der Welt, aber dieses Gefühl, was ich dabei hatte, in dem Moment war so unfassbar, dass ich jetzt noch Gänsehaut kriege, obwohl ich gar nicht weiß, was ich da gespielt habe. Ja? Aber ich war da einfach weg. Ja? Ich war da einfach weg. Ich war weder betrunken noch irgendwie drogenmäßig betäubt. Ich war da einfach voll in der Sache. Ja? Und das ist das, was ich im Handwerk ganz oft habe. Da bin ich trainierter, versierter. Ich bin auch kein super ausgebildeter Musiker. Aber ich habe das auch in der Musik erfahren. Also das ist eigentlich übertragbar auf alles in meiner Weltanschauung. Aber um dahin zu kommen, ist, glaube ich, dieser Mut und dieses nicht alles immer verurteilen wollen, wenn du das einigermaßen
diszipliniert beherrschst, dass du das abstellen kannst oder stückweise abstellen kannst. Das heißt ja nicht, dass ich das dauernd kann. Ja. Das ist so viel wert und das öffnet dir so viel und das öffnet dir auch Sachen, die du Jahrzehnte später erst irgendwie checkst. Ja. Da muss ich jetzt nochmal einkrätschen. Ja. Also ich habe mal, ein Filmemacher hat einen Film mit mir gemacht über so eine Geschichte, die nennt sich Mein größtes Projekt, My Greatest Project, geht so Viertelstunde auf meinem Kanal. Und da geht es eigentlich um so eine Geschichte, die ich dann auch selbst gar nicht so check, die sich dann so im Laufe des Lebens entwickelt und nach 30 Jahren checkst du eigentlich erst, was da passiert ist. Ja. Und das ist bei Musikern, bei Künstlern sehr ausgeprägt. Ja. Also, ja. Es ist ja auch bei Gitarren so, weil wenn du ja sagst, dass man das erst später realisiert, sagen wir mal, du hast die Axt gerade auf dem Schoß und das ist so dein Baby und du sagst so, ich brauche nichts anderes. Phasenmäßig. Und 2 Jahre später, du stellst den Koffer 2 Jahre später, staubsaugst du, findest den Koffer, beziehungsweise weißt, dass der Koffer ja da liegt. Also wer so viele Gitarren hat, verliert vielleicht auch mal die Gitarre. Aber sagen wir mal, du findest die wieder und dann spielst du die nochmal und sagst, warum konnte ich 2 Jahre ohne die Gitarre spielen? Ist ja auch so ein Ding, dass man... Und weißt du, was das Beste ist? Wenn du das machen kannst, ohne dich dabei schlecht zu fühlen. Also ohne zu sagen, ach, warum habe ich was, aber ich habe dich so, weißt du, so. Das ist einfach so im Leben. Das hat jetzt auch mit irgendeinem Spiri-Kram nichts zu tun. Das sind Lebensphasen. Dann ist das so, es liegt an dir, das im Positiven zu akzeptieren und lieber mal auf das Gute als auf das Schlechte den Fokus legen. Ja. Die Eindrücke, die dich ja formen. Also wie gesagt, wir sind ja jetzt hier keine, die mit erhobenem Zeigefinger sagen, so das ist die Sichtweise, das ist die Herangehensweise, die man haben muss. Deswegen, es kommt ja auch viel durch die Musik, die Zeitschriften, die du gelesen hast, die haben dich ja beeinflusst. Ja, total. Und das hat dich ja in den Wandel eingestellt. Die Alben, die ich gehört habe, ich habe ja auch die Gitarrenbass-Magazin durchgerackert. Wie gesagt, auch. Ich habe zu dir, bevor die Kamera lief, habe ich gesagt, ja, Firebird. Ich war nie ein Firebird-Fan. 2 Jahre jetzt, 3 Jahre her, absolut in diese Country-Szene auch mit reingerutscht. Ich kam ja vom Progressive Metal, Dream Theater. Machst du so richtig Chicken Picken und sowas? Ja. Ja, ist geil. Ist geil. Also ich kann das nur so ansatzweise, aber es ist... Ja, ich bin da auch nicht so brandmäßig. Ich mache sehr viel eher damit mit dem Pleck und ab und zu mal mit dem Mittelfinger. Also so in diesem Chicken Picking Nashville-Style. Das ist ein Territorium, das ist ein Haifischbecken, da rücke ich mich nicht, da traue ich mich noch nicht rein. Ja. Da habe ich noch viel zu lernen. Spielstil. Aber von der Gitarrenbauart oder ich war immer ein Strat-Spieler. Und dann kam die Tele dazu und ich habe immer gedacht, Telecaster, nimmst du hier so einen Tisch, nimmst dir eine Stichsäge, sägst dieses klobige Etwas da aus, diese etwas verkümmerte Kopfplatte. Aber nein, es ist halt lebensmäßig und das, was halt die Eindrücke auf alles einfärben. Der Mike Scott, das war der erste, den ich kennengelernt habe von diesen amerikanischen Grammy-Highstar-Gitarristen. Der hat mich in Hollow Body reingebracht. Der hat mir lustige Geschichte. Der hat Paul Reed, das darf ich eigentlich nicht ganz erzählen, aber das wird schon keiner vom PRS sehen. Der hat Hollow Body 2 gespielt, der Piezo. Und ich habe immer gesagt, Mike, Mann, dein Sound, das Spiel, das ist auch so eine geile... Darf ich mal eine Gitarre spielen? Und dann hat er gesagt, ja klar, da saß ich bei dem im Hotelzimmer und er hat mir die Gitarre gegeben, hat mich angeguckt, ich habe gespielt, er hat gesagt, die Gitarre steht dir. Sag ich, danke, behalte. Ach komm. Ja, und geil. Aber guck mal, wie cool die Leute sind. Ja. Wie cool, ja. Als ich im Zug dann nach Hause war und auf der Couch saß und hatte die Gitarre in der Hand gehabt, er hat mir auch hinten drauf geschrieben, so einen Text. Ja, wie geil. Was eine schöne Geschichte. Gezittert am ganzen Hals. Und da kam dann die Buko weg, also auch Semi-Hollow. Und hat mich in Hollow Body reingebracht. Ja. Ich hätte immer gedacht, Hollow Body, das sind Gitarren, die wollten mal eine Akustikgitarre werden, dann ging das Holz aber aus. Deswegen haben sie daraus dann schnell noch eine Hollow gemacht. So als Gag. Ja. Aber das ist so, was halt einen prägt. Ja. Gerechnet habe ich damit nicht. Ja. Also ich habe ja Hollow Body, wenn du das sagst, ich habe mir mal eine ES 135 gekauft, lange her. Kennst du die? Nein. Das ist wie eine 335, aber nur mit dem Cutaway, mit dem Spitz-Cutaway. Also stell dir vor, eine 335, aber nicht Double Cut, sondern Les Paul-Form, aber auch die Größe von der 335 und ein Spitzcut, ein Florentiner-Cut.
Und die gab es mit P90, waren eigentlich P100 und Humbucker, ja, habe ich mal jemanden abgekauft. Das war eine irre Gitarre. Die hat so Spaß gemacht, ja. Also jetzt, die müsste ich ja jetzt eigentlich noch mal so dazwischen quetschen. Zwischen Les Paul und Tele müsste noch eine ES3 135 rein. Total verkanntes Instrumentenbautypus-Ding, ja. Weil mit einer 335 kannst du so viel machen. Das ist unfassbar, ja. Also kannst du wirklich von hier Dave Grohl bis brutalsten Jazz eigentlich alles abdecken, ja. Wir hatten total verkannt. Mit dem einen aus der Gitarrenabteilung, der Abteilungsleiter, der auch ein unfassbares Know-how natürlich durch seine jahrelange Berührung mit Gitarre hat, haben wir ein extra 335-Video gemacht, beziehungsweise ein ES-Video, wo wir nicht, also 345, die ganzen Modelle darüber gesprochen haben. Das ist ein Gitarrenmodell in der Hinsicht, ES und dann halt die verschiedenen Zahlen. Und selbst jetzt dachte ich, habe ich auch mit so einem Genie gesprochen, jetzt sitze ich hier neben dem Nächsten und erzählt mir noch mal was Neues, wo ich gelernt habe. Das ist toll. Unfassbar versierte Gitarren, wo man meint, okay, Feedback, nee, eigentlich gar nicht. Ja, also wenn du nicht gerade so eine Casino hast, die dann irgendwie so denkt, sie müsste hier ein Eigenleben entwickeln und wenn du den Mesa voll aufgerissen hast, geht das alles. Das geht. Und vor allem heute mit der Technik. Ich meine, früher, da musstest du laut sein, weil das halt nur Schrott-PAs gab. Also du musstest blasen von der Bühne bis zum geht nicht mehr. Ich weiß, du hast mal vom Marshall Jimi Hendrix Stack gestanden. Hast du dir das mal angetan? Also wir hatten mal so ein Ding in Guitar Point und es waren ja die größten körperlichen Schmerzen, die ich je in meinem Leben ertragen habe. Ich fand das nicht geil. Also das war einfach nur Schmerz. Das war nur Schmerz. Zu uns kam das Motorsportmagazin und hat den neuen Bentley vorgestellt. Und die haben gesagt, die haben so Noise Cancelling drin. Ja? Pass auf, jetzt verstehst du gleich meine Anekdote. Und haben gesagt, Noise Cancelling und sind zu uns gefahren auf dem Parkplatz und haben gesagt, ey, holt mal einen Drummer, Drumset und einen Gitarristen. Haben ein Video gemacht. Und dann haben die gezeigt, Noise Cancelling von außen nach innen, wie leise das innen drin ist. Das ist eine coole Idee. Ja, und ich habe dann Fullstack, weißt du, hier so 2 412er Dinger, die 100 Watt Top-Teile drauf und hab gesagt, ey Leute, die und dann noch draußen. Und dann noch draußen und hab das aufgerissen. Also nicht hier 5, 6, hier auf 10, dass du das mal gesehen. Und ich stand dahinter, ich sage, ist ja gar nicht so laut. Und ich bin dann, also schon, aber ich bin um das Ding, ich bin da fast umgefallen. Das ist Wahnsinn, das sind Schmerzen. Also, das sind Schmerzen, da können wir froh sein, dass wir das nicht mehr so laut machen müssen. Und ich meine, war ja klar, Rock'n'Roll und hin und her macht ja alles Spaß, aber das ist, guck mal, das ist ja auch eine Sache, darüber kann man ja auch so ganz viel reden. Das, was wir hören oder was wir gehört haben, also eine meiner ersten Platten, als ich dann Gitarre gespielt habe, also ich bin da auch irgendwie so totaler ZZ Top-Fan, das mögen vielleicht viele nicht so sehr, ja. Also ich finde das irgendwie nicht so cool, weil da musst du da irgendwie so Dire Straits, aber Eliminator kam raus, ich habe Eliminator auf dem Plattenspieler vom Papa hoch und runter gespielt und nicht mit meinem Cube 60, mit der furchtbarsten Zerre der Welt. Roland Cube 60, Katastrophe, habe ich da irgendwie so, also ich habe das jetzt nicht 1:2, ich habe einfach mitgespielt, also was ich dachte, was da passt, Aber es ist halt wirklich das Plattencover, mein Opa ist auch ein riesen ZZ Top-Fan und wegen Billy Gibbons habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ernsthaft? Es war auch, also Dire Straits oder Pink Floyd, die haben mich gar nicht so richtig beeinflusst, wo sie jetzt gesagt haben, wo man sagt, eigentlich, ich habe wegen David Gilmour angefangen. Nee, Billy Gibbons. Lex, das Video, wo sie die Gitarre gedreht haben, wo die das Schild gepusht haben und drehen die. Geil, mega. Und na, ich meine, es war einfach, also ich fand das, der hat einfach auch so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte, so ein, also wenn du mich fragst, wer ist ein cooler Gitarrenspieler, würde ich sagen, Billy Gibbons. Ich meine, ich liebe auch Nuno und ich liebe auch hier Richie Kotzen, finde ich ganz fantastisch, auch als Sänger unfassbar, wobei ich eigentlich gar keine Musik höre. Aber also der Inbegriff des coolen, sleazy, laid back, die Welt ist cool, lass mal irgendwie sinnlos Benzin verbrennen mit dicken V8-Motoren, ist für mich halt ZZ Top, Also es mag jetzt vielleicht auch ein primitives Männerding sein, aber ich mag das halt, Und immer wenn ich ZZ Top mal höre, also wie gesagt, ich habe keine Platten, ich höre auch keine Musik, ist es für mich immer sowas, weißt du, so Vagusnerv entspannen, los geht's, Cruisen, also geil,
Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ist auch egal. Also das fand ich großartig. Hat immer Spaß gemacht. Ich würde sagen, das soll doch ein Zeichen sein, dass selbst bei unserem Gesprächsfluss auch mal eine Pause ist. Ja, Pausen sind immer gut. Pausen sind Also immer im Handwerk musst du Pausen machen, sonst gehst du langfristig echt Sonst vor die Hunde. Gehst du da? Ja. Der Knochenjob. Es ist ein Verschleißjob auch halt bei dir im Handwerk, Bei das, was allen. du ja schon auch gerade eben ja schon angedeutet hast. Ja, ja. Und ja, Nick, vielen Dank, dass, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Und Haben wir ich richtig weiß Spaß gar nicht, wie lange jetzt die Episode geht. Ist mir auch wirklich egal. Ich bin einfach nur froh, dass wir so ausgelassen darüber sprechen konnten, über alles. Und auch den Leuten, die dich vielleicht nicht kannten und nicht so richtig diesen Berührungspunkt mit dem Beruf, Gitarrenbau, Gitarrenreparateur, alles, was diese Seite des Instruments angeht, ja, da nochmal veranschaulichen konnten. Und hoffentlich auch bei den Einstellungssachen die Angst nehmen. Ja. Wenn was schief geht, ihr habt hier eine super Ansprechperson, ihr habt bei uns die Jungs der Gitarrenwerkstatt, also falls was im Setup Es nicht gibt sein ja, sollte. abgesehen von mir, auch wirklich ganz, ganz viele kompetente Leute, die sowas euch auch einfach zeigen und kostenlos zur Verfügung stellen. Ich meine, das ist auch ein ganz großes Dankeschön wert. Also ich rede jetzt nicht nur von meinen Sachen, ja. Und es ist unfassbar, wie positiv auch dieser ganze mediale Wahnsinn sein kann, wenn du was lernen möchtest, wenn du für Sachen offen bist. Ich saug mir auch ganz viel aus irgendwelchen YouTube-Videos, wenn ich mal nicht weiß, ja, das ist total, also man kann natürlich über alles schimpfen, aber man kann auch Dankbarkeit zeigen und das ist schön und wichtig, ja. Und lest Zeitschriften, die bleiben im Kopf. Ja, Zeitschriften ist geil. Also ich habe, das können wir nächstes Mal machen, ich habe nur so alte Musikmesse, Katalogsammlung, wo ich das Öfteren mal so in Nostalgie schwelge und dann durchblätter und Sachen entdecke, wo ich mir denke, wusstet ihr, dass der Bruder von Mick Jagger mal eine Gitarrenmarke hat? Das lasse ich mal so zum Schluss stehen. Ja. Und lass mal schreiben, So. und wie die hieß. Ja. Würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also der Bruder von Mick Jagger, Chris Jagger. Und nicht mogeln. Nicht googeln. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob es in Google steht. Das wäre das werden wir dann sehen. super. Falls ihr Fragen habt oder andere Sachen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Wir haben gerade eben schon vor diesem Podcast ein Video gedreht. Das ist natürlich verlinkt. Ebenfalls wieder eine Social-Media-Kanäle. Nick, vielen Dank. War mir eine Freude. Ja? Und gerne jederzeit wieder. Auch an den Kameramann. Auch ein zufriedenes Lächeln. Ja, wenn Fragen sind oder sonst was, schreibt es an Nick, schreibt es an uns. Ja. Hoffentlich bis bald. Ja. Vielleicht ja nochmal. Jederzeit. Spätestens auf der nächsten Gitarrenmesse werden wir uns über den Weg laufen. Das auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Danke für die Zeit. Tschüss. Ciao.